Am frühen Morgen taucht das sanfte Sonnenlicht New Mexicos die Kiefern rund um die kleine Stadt Los Alamos, die am Waldrand liegt, in ein warmes Licht. Der Polizist Ethan Morales, ein Mann in den 30ern, begann seine Schicht auf einem alten Fahrrad, das die unbefestigte Straße entlang rollte. Der gewundene Pfad führte ihn durch trockenes Gras und der Duft von Baumharz wehte in der kühlen Brise des frühen Waldes herüber. Der Gesang der Lerchen und das Rascheln der Ketten machten die Patrouille friedlich und vertraut. Ethan liebt seinen Job, nicht nur wegen der Verantwortung, sondern auch, weil er ihn der Natur näher bringt, die er respektiert. Die Sonne stand hoch am Himmel und ihr Licht spiegelte sich in dem silbernen Abzeichen, das auf der Schulter seiner ordentlich getragenen schwarzen Uniform glänzte. Er wurde langsamer und spürte die Wärme des Bodens und die Brise, die durch die Krempe seines Helms wehte. Als er sich einer Kurve näherte, bemerkte er plötzlich in der Ferne ein kleines Objekt, das mitten auf der Straße stand. Aus der Ferne sah es aus wie ein verlorenes Kätzchen, dessen Silhouette im grellen Mittagslicht zitterte. Als er näher kam, krampfte sich Ethans Herz zusammen, als er erkannte, dass es ein schwaches Leopardenbaby war, das ihn ansah. Sein Körper spannte sich augenblicklich an, sein Herz hämmerte in seiner Brust, als er die potenzielle Gefahr dieser Situation erkannte. Sein Instinkt sagte ihm, dass seine Mutter irgendwo hier in der Nähe sein musste, selbst das kleinste Geräusch könnte sie aufregen. Ethan blickte langsam in den dichten Wald neben der Straße, wo dicke, trockene Blätter und moosbedeckte Felsen Schatten verbargen. Er setzte seinen Fuß vorsichtig auf den Boden und hielt dabei das Gleichgewicht. Seine rechte Hand berührte in wachsamer Haltung den Pistolengriff an seiner Hüfte. Der Wind pfiff leise durch den Wald und brachte eine plötzliche Kälte mit sich, die die stille Atmosphäre schwer machte. Das Junge stand noch immer da, rannte nicht weg, miaute nur schwach und seine großen runden Augen blitzten verwirrt. Sein Fell war mit Schlamm bedeckt, sein Bauch war flach und sein Gang war unsicher, als hätte es nach einer langen Reise seine Kraft verloren. Die Mittagssonne spiegelte sich in seinen Augen und ließ sie wie zwei Bernsteine voller stillem Schmerz funkeln. Ethan hielt Abstand, beobachtete und versuchte, gleichmäßig zu atmen, da er das kleine Wesen nicht noch mehr erschrecken wollte. Die Szene war so seltsam, dass er dachte, er befände sich in einem Traum mitten in der wilden Natur. Mitten im friedlichen Wald begegneten sich in einem reinen Moment die Blicke eines Menschen und eines streunenden Tiers. Die Vorsicht in seinen Augen wich allmählich einem Gefühl des Mitleids, das mit jedem Herzschlag wuchs. Ethan schob das Fahrrad vorsichtig beiseite und versuchte, in der Stille um ihn herum kein Geräusch zu machen. Er beugte sich hinunter, sein rechtes Knie berührte den Boden, seine Hand ruhte leicht auf seinem linken Knie, seine Augen folgten weiterhin jeder kleinen Bewegung des Leoparden. Das kleine Tier neigte den Kopf, um ihn anzusehen, seine Ohren zitterten, aber seine Augen zeigten keine Anzeichen von Bedrohung. Schlamm bedeckte seinen Bauch und seine Beine, die gelben und schwarzen Muster verschwammen unter der dünnen Staugschicht der Straße. Ethan zog eine Wasserflasche aus seinem Rucksack, öffnete sie, goss etwas Wasser in den Plastikdeckel und stellte ihn vorsichtig vor das Tier. Der Leopard zögerte ein paar Sekunden, näherte sich dann und leckte es mit seiner Zunge auf, wobei das Licht von seinen glänzenden, nassen Schnurrhaaren reflektiert wurde. Sein Atem wurde leichter, sein Blick sanfter, sein Herz erfüllte sich mit einem unbeschreiblichen Gefühl der Güte. Er machte einen weiteren halben Schritt, streckte langsam seine Hand aus und ließ sie sich an den Geruch menschlicher Haut und den warmen Waldwind gewöhnen. Als seine Fingerspitzen seine Stirn berührten, schloss der Leopard sanft die Augen, ohne Widerstand zu leisten, und neigte nur den Kopf, als wolle er danken. Die Geste ließ sein Herz höher schlagen, ein wildes Geschöpf, das einem Menschen sein Vertrauen schenkt. Er wickelte seine Jacke locker darum und verbarg so das schlammige Fell, das im Wind zitterte. Von weitem hallte das Geräusch von Autoreifen wider. Er drehte den Kopf und erkannte, dass sein Kollege mit einer Rettungsdecke angekommen war. Ethan hob das kleine Tier vorsichtig hoch und spürte die schwache Wärme, die zwischen seinen verschwitzten Händen zitterte. Das Sonnenlicht schien über seine Schulter und bedeckte die Decke wie ein warmer gelber Lichtstreifen mitten im stillen Wald. In diesem Moment verstand er, dass er gerade zu einem vorübergehenden Unterschlupf für ein zerbrechliches Geschöpf geworden war.
Der weiße Streifenwagen mit Ethan und dem Jungen verließ den Wald, seine Räder rollten auf der mit trockenem Laub bedeckten Straße. Im Auto lag der Leopard gemütlich in der Decke, seine Augen waren halb geschlossen, aber er versuchte immer noch, ihn anzusehen. Das Nachmittagslicht, das durch das Glasfenster fiel, warf ein blassgelbes Licht auf sein Gesicht, sein Blick war ruhig und nachdenklich. Als er zur Polizeiwache zurückkehrte, legte er das Tier vorsichtig auf einen Holztisch, wo eine kleine Lampe sanftes Licht abgab. Die Kollegen versammelten sich um das Tier, und ihre Augen waren voller Überraschung und Rührung angesichts des wilden, nach Luft schnappenden Wesens. Ethan kontaktierte schnell die örtliche Rangerstation, um sich zu melden und zu warten, bis jemand käme und die Sache übernahm. Ein moosgrüner Pickup hielt an, 2 Ranger stiegen mit medizinischer Ausrüstung und einem Erste-Hilfe-Kasten aus. Sie untersuchten ihn sorgfältig und stellten fest, dass der Leopard erst etwa einen Monat alt, dehydriert und am Verhungern war. Eine Flasche Milch wurde gebracht, das schwache Tier klammerte sich sofort an den Plastiksauger und trank jeden Tropfen, als klammerte es sich ans Leben. Ethan stand still und beobachtete die Szene, sein Herz war von einem unbeschreiblichen Gefühl des Friedens und Stolzes erfüllt. Als die Nacht hereinbrach, brachte sie ein Rangertruck zu einer Naturschutzstation im mehrere Dutzend Meilen entfernten Kharsong National Forest. Der diensthabende Tierarzt und 2 Mitarbeiter nahmen das Junge in Empfang und legten es auf den Untersuchungstisch aus kaltem Stahl. Unter dem weißen Licht stellten sie fest, dass keine Wunden vorhanden waren, sondern nur Erschöpfung durch Hunger und Durst, die 2 Tage angehalten hatte. Im warmen Käfig wurde ein weiches Tuch ausgebreitet, der Leopard wurde hineingesetzt und schlief schnell ein. Ethan stand hinter der Glasscheibe und ließ den Blick nicht von dem kleinen Wesen ab, das friedlich schlief wie ein in Sicherheit gewiegtes Kind. Draußen hing die Mondsichel tief, ihr silbernes Licht wurde durch die Kiefern reflektiert und erzeugte einen schwachen Lichtstreifen auf der Holzwand. Er saß die ganze Nacht am Fenster und lauschte dem Rauschen des Waldwindes, während sein Herz von einem unbeschreiblichen Gefühl des Friedens erfüllt war. Die Morgendämmerung bricht an, leichter Nebel breitet sich über den Wald aus und die letzte Aufgabe ist vorbereitet, die Freilassung des Leoparden in die Wildnis. Samuel und seine Kollegen bereiteten den Transportkäfig vor und legten ein altes Handtuch hinein, das mit dem vertrauten Geruch des Tieres getränkt war. Ethan ging mit einem Fernglas in der Hand und einem Herzen voller Aufregung und großer Hoffnung. Das Auto fuhr tief in den Wald hinein, über moosbedeckte Pfade und über abgebrochene Äste, die überall auf dem Boden verstreut lagen. Als sie am stillen See anhielten, lag noch immer der Morgennebel auf dem Wasser und reflektierte das blasse bernsteinfarbene Licht. Auf der anderen Seite des Sees erschien eine Leopardenmutter, der 2 Junge langsam folgten. Alle waren still, Samuel öffnete vorsichtig die Käfigtür und schuf einen kleinen Spalt, der in die freie Welt führte. Das Junge sah zu ihm auf und drehte sich dann wieder zum Wald um. Seine Augen leuchteten, als würde es etwas Vertrautes erkennen. Ein leiser Schrei ertönte und auf der anderen Seite des Ufers reagierte die Leopardenmutter sofort und richtete ihren Blick in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Es eilte mit anmutigem Körper über den See und seine Schritte berührten leicht den Boden wie ein Echo der Erwartung. Das Leopardenbaby rannte aus dem Käfig. Seine kleinen Beine waren noch wackelig, aber seine Augen waren voller Lebensfreude und Wiedersehensfreude. Die Nasen der beiden berührten sich, ihr leises Stöhnen hallte wie das Flüstern mütterlicher Liebe im verlassenen Wald wider. 2 weitere Junge näherten sich, umkreisten das Baby und leckten sein Fell, das noch mit Schmutz und getrocknetem Schlamm bedeckt war. Eine Leopardenfamilie drängte sich zusammen, das Sonnenlicht des frühen Morgens schien durch und bildete ein warmes goldenes Band um ihre Körper. Ethan stand weit weg und beobachtete. Seine Augen leuchteten vor Emotionen und Glauben an das Wunder der Natur. Samuel nickte leicht, seine Hände zogen den leeren Käfig zurück, sein Blick war sanft und voller Zufriedenheit. Die Gruppe kehrte zum Auto zurück und ließ das Rascheln der Blätter und die Silhouette der Leopardenfamilie hinter sich, die im tiefen Wald verschwand. Das Morgenlicht breitete sich über der unbefestigten Straße aus, wo sich eine zufällige Begegnung in ein Wunder der Güte verwandelte.